Shanghai is a modern city rich in history and international connections. In the 1930s and 1940s, this eastern metropolis became a temporary home for tens of thousands of Jewish refugees. Sonja Muehlberger is German, 80 years old and living in the eastern suburbs of Berlin. The retired teacher and her family are part of this history of inclusion, and she often tells the story of her family's escape and refuge in China. The story always begins with, "I was born in Shanghai." Meine Eltern Ilse und Hermann Krips hatten die Möglichkeit, nach Shanghai zu fliehen. Und das war auf eine besondere Art und Weise. Mein Vater wurde 1938 ins Konzentrationslager Dachau verbracht und meine Mutter hat sich sehr bemüht und konnte ihn aus Dachau herausbekommen. Wären meine Eltern nicht so tapfer gewesen, dann wäre ich heute nicht da und wäre auch nicht in Shanghai geboren. On October 26th, 1939, Sonja was born in Shanghai. In her memory, the Chinese were warm-hearted and friendly. She was about the same age as the daughter of her father's Chinese boss, and they soon became good friends. Also, als wir im August 1947 in Berlin ankamen, war niemand von unserer Familie dort, um uns abzuholen. Wir haben später erfahren, was in Deutschland passiert ist. Die ganze Realität kam später. Und wir haben also sehr, sehr viele Mitglieder unserer Familie verloren. In 1998, Sonja returned to Shanghai for the first time. She has since visited Shanghai 7 more times, devoted to preserving the history of Jewish refugees in Shanghai. Und wenn ich zum Beispiel sage, Shanghai ist mein Geburtsort, dann ist das für viele Menschen in Deutschland und auch in anderen Ländern immer irgendwie etwas Exotisches, etwas Besonderes. In 2014, the Shanghai Jewish Refugee Museum unveiled a memorial wall listing the names of 13,732 Jewish refugees who had lived in Shanghai. Etwas gegen dieses Vergessen zu tun, ich finde, das ist sehr, sehr wichtig. Niemals wieder soll ein Krieg die Menschen auseinanderbringen, Menschen töten oder wie auch immer. Despite its own struggles during World War II, Shanghai opened its doors to Jewish refugees fleeing Europe when no other country would take them. This remarkable act of generosity and inclusion proves that no one is safe until everyone is safe. Just as the refugees and their hosts survived the war together 80 years ago, we can overcome the current pandemic by joining forces to care for the most vulnerable people in society, by being kind to one another and making sure no one is left behind.看视频上澎湃。